Nice. It is coming. Leave now, or all of you will die. Run! We have to evacuate immediately! Die Atompfeile, ja. What just happened here? The fort. It's just gone. Kleiner Funfact übrigens. Die Ritter, die wir gerade neben uns hatten, die waren ja so eher in der schwarzen Rüstung mit ein bisschen rosa. Die sind halt neutrale Ritter, weil die Schlacht gibt es sowohl auf der Claude-Route als auch auf der Kirchenroute. Und damit sie die Cutscene nur einmal machen, haben sie für die Ritter eben nicht eine von den beiden Farben genommen, sondern eine dritte neutrale. Anstatt die jetzt quasi gelb für Claude oder ich habe keine Ahnung, Silber für die Kirche zu machen, haben die jetzt einfach in schwarz-rosa gemacht. Ja, ne? Einfach eine ganz neue Farbe zu machen, als statt zwei Farben. Spart wohl Ressourcen. Faulheit gleich smart sein. Ja. Und, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen, aber ich habe versucht gerade darauf zu achten, aber es nicht gerade gesehen. Die Augen von Byleth sollen da wohl die falsche Augenfarbe haben. Die sollen wohl Pre-Sothis Augen wohl sein, statt Post-Sothis. I don't know. Hey, kiddo, what was with that javelin of light? Javelin of Light. Well, that describes it pretty well. The fortress was supposedly impregnable, but look at it now. Naja, wenn man sie zerstört, ist sie immer noch uneinnehmbar. Wenn keine Festung da ist, kann sie nicht eingenommen werden. It's hard to imagine that the Empire would do something like that. But if not them, then who? And for what purpose? If they wanted to kill us, then why wait until now to use it? We almost died just now, and without an answer to any of that. Speaking of unanswered questions, why is Nardell here? Care to explain? I get the feeling there's something you two are keeping from us. I'll go ahead and see my subordinates off to Elmira, kiddo. Heißt er jetzt nun Nada oder Nardell? Hä? Ich habe auch vorhin, also bei der ersten Cutscene im Kopf gehabt, dass der irgendwie Nardell oder so heißt. Und dann hieß der einfach Nada. Und jetzt heißt er auch wieder Nardell und Nada. Ich wette mit euch. Beide Namen schreiben sich im Japanischen exakt gleich. Und jemand hat es da irgendwie mit der Übersetzung nicht so gut gehabt. Oder das eine ist sein Deckname. Weil ich wette mit euch, der heißt im Japanischen einfach Naderu. Also, ne? Nardell, Nadel, Nader. Wait, Nader! Are you really just gonna leave me here and run away? I hope to see you again, Judith. And you too, Professor. I'll be praying for your safety. Nader, are you saying that Nardell is actually Nader the Unstoppable? Okay, war doch nur ein Deckname. It's actually Nader the Undefeated. Almirans love grand titles. I knew he was no ordinary person, but to think he was the great hero of Almira. Hey, can we really afford to be chatting right now? If another one of those javelins of light falls, we're all dead. Claude, there are things I wish to ask you, but first we must hurry and withdraw. Right you are. Come on, everyone. Let's hurry up and get out of here. Er hat einen Buchstaben gedreht. Krasser Deckname. Claude, it is time for you to explain. Why are you so close with an Almiran general?
Well, he did quite a bit for me when I was younger. When you were younger? So, before you joined House Regan. How and where did you meet him? There aren't many opportunities to meet a general from Almyra in Fodlan. If that's what you believe, it's only because that's what you've been led to believe. There's a big, wide world outside of Fodlan, and it's overflowing with different places and cultures. You think interacting with outsiders is odd, but isn't avoiding contact with the outside world far more unnatural? Don't change the subject, Claude. To the people of the Alliance, the Almyrans are... It's true that there's a history of hostility, but why should that mean we're doomed to remain hostile forever? The Almyrans aren't monsters. You saw it for yourself, didn't you? If you just give them a chance, you'll see that they're people. Right, Teach? What did you think when you met Nader? Er ist ein zuverlässiger General. I'll tell him you said that. And I'm sure that if all of you got to know him, all of your preconceived notions would change too. I know you guys, and you aren't the type of people to reject someone without trying to get to know them. But how did those Almyrans even get past Fodlan's throat? I doubt my brother would just let them pass without saying anything. Yeah, about that. I actually made sure your brother met Nader in advance. What? Lord Holst met with an Almyran general? Aber warum mit mir nicht? Ich bin viel wichtiger für die Allianz. Ich möchte auch Lord Holst treffen und ihm seine Füße ablecken. Oh, so that's why you were so interested in my brother. Lorenz Gedanken gerade eben. But wait, they're supposed to be bitter enemies. They've fought each other several times before. I know, it was a big gamble. But rather than having me try to convince them myself, I knew it would be easier to just have them meet. They were taken aback at first, but sure enough, they hit it off. They were even drinking to their newfound brotherhood before parting. It makes sense. If you take the greatest heroes away from the battlefield, of course they'll get along. Fighting one minute and drinking together the next? Men are so weird. Das ist zumindest so, wie Männer immer dargestellt werden. In einem Moment verprügeln die sich und im nächsten trinken die einfach zusammen und sind beste Freunde. Eine wahre Männerfreundschaft. Ultimately, someone's bloodline has nothing to do with the friendships they forge. Relations between the Alliance and Almyra is a matter we'll tackle in the future. Still, I want to take this opportunity to make one thing clear to all of you. After we defeat the Empire, I intend to tear down the walls that separate Fodlan from the outside world. I want to let people and goods come and go freely, and in doing so, eradicate prejudices about the outside world. Ich finde einfach die Ziele von den dreien super. Dimitri ist so Kill Edelgard. Edelgard ist so Kill Dimitri. Und hier, Claude ist einfach so Kill the Borders. Gesundheit. Would it even be possible to achieve such a thing? It directly contradicts the Seros' tenets. Does it? I'm not so sure. In any case, I'm prepared for the inevitable protests and criticism. New ways of doing things are always met with resistance. During our time at the Officers' Academy, all of you overcame the barriers of birthplace, status, and ideology. Having gone through so much with all of you, I have no doubt that, in time, you'll understand. I guess there were a lot of different people there. People we wouldn't have met through the normal course of our lives. Duscur once opposed the kingdom, but there was someone from Duscur there. Brigid once invaded the Empire, but the Brigid princess was there. We ate at the same table as those people. Sure, sometimes we didn't get along, but other times we helped each other out. Can we really draw a definitive line in the sand and say one group of people is all good and another all bad? If I can realize my dream, Fodlan will be reborn. The old age will end, and we'll welcome a new dawn. But if... Save your objections for another day, Gloucester boy. That said, there are more pressing matters to discuss. Our next step is to invade the Imperial capital, right? That's right. I'm sure Edelgard is eagerly awaiting our arrival in Enbar. Reinforcements from the Alliance Lords should arrive soon. Let's make sure we're ready to greet them. Das ist echt schon ein cooles Ziel, über das Claude da philosophiert und was er sich da vornimmt.
Part 2. Verdant Wind. Garland Moon. The Chaos of War. Claude's plan to call in all Myran forces succeeds, and the Alliance army captures Fort Mercius. Before they can celebrate their victory, javelins of light rain down from the sky and destroy the fort. Forced to temporarily evacuate, the Alliance army regroups at Garreg Mach until it is ready to march on Enbar, the Imperial capital. Ja, es ist halt echt so die Sichtweise von, er guckt halt auf das große Ganze. Er ist halt nicht so hart betroffen persönlich wie Edelgard oder Dimitri in diesem ganzen Wirrwarr. Er ist halt passenderweise echt da so ein kleiner Außenseiter, was auch so ein bisschen zu seiner Herkunft passt. Und ja, hat einfach eine andere Sicht auf die Dinge. It's almost time to invade the Imperial capital. Er denkt halt nicht außerhalb der Box, der ist halt literally einfach außerhalb der Box, die da Fordland ist. Und kann sich das alles viel besser halt, ja, viel besser mit umgehen. We still don't know where Rhea is, but if she's alive, she's likely in Enbar. Steht da hier, Rhea? Hopefully we manage to find her without too much trouble. Wir müssen ihn so schnell wie möglich retten. I know, but if we're not careful, she'll just be whisked away again. I'm sure you must be anxious to see her again. Ich muss sie einfach wiedersehen. I understand. You need to see Rhea again so you can figure out who you really are. But we're going up against Edelgard here. It won't be so simple. Our next stop is the Imperial capital. We've sure come a long way. What are you talking about? This is Garreg Mach. It's where we started. I didn't mean literally, Raphael. I was speaking symbolically. My earnest desire to protect the Alliance has carried me this far. It will not fail me. I am sure the rest of you all have your own reasons to fight as well. Of course, I understand that the fight will not end until we defeat the Empire. And now the time has arrived at long last to march on the Imperial capital and defeat the Emperor. It really gets you thinking, doesn't it? We all come from different places and have different goals and dreams. But thanks to those two, we were all able to come together and overcome all sorts of challenges. You are referring to Claude and the Professor, I assume? Even within our own odd group, those two are particularly unusual. Oh, so you are aware that you're odd. Well, it was simply a figure of speech. I am speaking about Claude and the Professor right now. They're like the wind and the trees. Huh? Claude and the Professor are? What does that even mean? And who is which? Oh, I was just thinking that if we're the birds, then those two are like the trees and the wind. The Professor is a great tree that kindly embraces us and watches over us as we perch on its branches. Und Claude ist der Sack, der euch wieder von den Zweigen runterpusten möchte, aka der Wind. And Claude is like the wind, pushing us forward as we soar across the open sky. The metaphor about the Professor is solid, but I think Claude just blows us around on a whim. Still, we owe him a lot. I think that's beautiful, Marianne. I can really picture it. When this war is over, I'd love to paint a picture of those two. Oh, and of all the people we've fought with as well. Aber bitte ohne Crit, ja. You mean like a historical painting? I like that. Maybe our descendants will look at it a long, long time from now. I must say, that piques my interest. I look forward to seeing how you portray my valiant efforts. When you put it that way, we may be witnessing one of the greatest events in Fodlan's history. It's a lot of pressure, but the sense of duty I feel is even stronger than the fear. I'm just happy to be here with all you. I won't get scared, no matter what we face. We have our goal. Enbar, the Imperial capital. Let's get to work. Aber schön, dass sich unsere Leute quasi selbst schon motivieren, ohne dass wir da irgendwas noch zu sagen müssen. So. Dann wollen wir heute erstmal wieder ein bisschen erkunden. Ist sonst noch irgendwas diesen Monat?
Ja gut, die Legende im Sand ist ja quasi unsere Sidequest. Die werden wir diesen Monat auf jeden Fall auch noch machen. Empfohlenes Level 33. Nun. Ansonsten... Anna hat Geburtstag. Und Lorenz hat Geburtstag. Und ganz viel Stuff. Und da ist die Eroberung von Enbar sogar schon. Okay. Nein, ich habe keine Möglichkeit. Ich habe ja auch gar keine Supports mehr. Ich hatte mit Svenja nochmal drüber gesprochen und sie meinte so, ja, ich hatte hier noch ganz viele Supports. Und ich so, nun. Ich bin, glaube ich, mit allen fertig, ne? Außer jetzt, also halt in meinem Team. Ich glaube, den letzten Support, den hatten wir im letzten Stream noch. Also ich kann mal gucken, ob ich die kleinen Extra-Supports mit Setheth oder mit Flame vielleicht noch irgendwie reinkriege. Aber eigentlich haben wir das. Die Legende im Sand wäre auch ein guter YouTube-Part-Titel. Ja, nee, wenn, dann muss ich sie Gefahr im Sand nennen. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, dass ich die Gefahr im Sand nenne, wenn die dann kommt. Ist einfach der beste Name, den man nehmen kann. Cornelia took control of the kingdom capital and then founded the Fargus dukedom in the Old Kingdom territory. Still, Fargus has remained a mere spectator with regard to our actions so far. It's not so surprising when you consider that they can't even get a handle on the Fraldarius territories. Okay. Cornelia ist auch nicht so die coolste. Aber da hat sich Svenja bei sich im Stream drum gekümmert. So. Es dauert aber echt lange, bis man runter in den Abyssus geht, finde ich. So, hello. Hey you, listen up. I've got something to report. Remember that battle 6 years ago? Oh, I'm guessing you do. Anyway, remember that knight who watched over Abyss with me for a while? I've been on the hunt for his whereabouts, and I finally found out what happened to him. My friend is no longer with us. Dead. Figured as much, but now I know for sure. I did get to meet his big sister at least. I'll never have the chance to thank him for our time together. But maybe I can find a way to help out his sister instead. Betty would have liked that. Jo, dein bester Freund. Jetzt musst du dich leider an seine Schwester ranmachen. Nimm sie dir, Tiger. Those lights that came down on Mercius. I might have seen them before. Here at Garrick Mach. They looked like they'd rained down right on top of us. But at the last moment, they veered off. I think they crashed into Aelel. Must have been the goddess's blessing that protected us. Okay. Listen up. Destroying the walls that separate Fodlan from the outside world strikes me as a bold step. I've spent so long struggling to reclaim the past that Claude's vision of the future casts me in a poor light. Oh, did you think I was serious? As if I would ever admit to a fault. Ensuring that the tradition of House Nouvelle continues uninterrupted is a noble task. Vor einem Moment wollte sie nicht out of character fallen, ne? Ich sehe schon. I don't know much about Almirans, but I guess I have something in common with them. We're viewed as different because of where we came from. There must be a lot of people like us. Die gibt es. That's what I thought. People from the north, the west, and even some isolated communities within Fodlan. And if that's the case, maybe Clodster's got the right idea. Clodster. Habe ich bei dir noch irgendwas? Nee. Dann einmal Müll abholen. Das ist nicht Müll. Wait. Ich bin eine zu früh abgebogen. Silberbogen noch nicht reparieren kann. Ich habe auch sehr viele alte Waffen noch einfach verkauft, die ich eh nicht brauchte. Claude's quite the idealist, isn't he? Not that I've got room to talk. His ambitions are lofty and, well, reckless. One false move, and Fodlan is done for. Although, unrelenting idealism with a dash of recklessness can change the world. Ach, bald ist es gar nicht hier unten. Okay. Dann wieder nach oben.
Mit wem gehe ich denn jetzt noch in die Sauna? Eigentlich brauchen wir das jetzt gar nicht mehr so sehr, ne? Und eigentlich brauche ich Claude jetzt auch nicht mehr auf S+ zu bringen bei seinem Fliegen, um halt die Flugschadenimmunität zu kriegen, weil er hat jetzt ein Schild damit. Aber aus Prinzip werde ich es jetzt trotzdem noch machen. Sauna. Braucht irgendjemand noch irgendwas an Werten? Also ich könnte sicher noch ein bisschen gebrauchen und gerade vielleicht Glaube noch eins hochzukriegen. Du bist da eigentlich soweit gut. Du bist eigentlich auch soweit ganz gut dabei. Du hast auch deine wichtigen Werte schon oben. Du bist eigentlich auch alle schon. Wer ist eigentlich noch unter C von der Autorität her? Nur mal da mal kurz durchzugucken. Manuela? Hilda hatte schon, ne? Ja. Manuela und Harpy, glaube ich. Ja. Die beiden müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Autorität lernen und Manuela müsste auch auf jeden Fall noch ein bisschen Vernunft lernen. Dann nehme ich mal Manuela und Harpy mal mit in die Sauna, damit ich denen noch ein bisschen Vernunft und Autorität noch beibringen kann. Okay, Manuela. Heute ist nicht der Tag. Ich merke schon. Mehr Dampf! Nein, und einmal mit Harpy. Harpy, bloß nicht seufzen in der Sauna. Das könnte unschön ausgehen. Mehr Dampf! Ja, ich glaube, sie hat auch heute keinen Bock. Und ich so, ich wollte einen coolen Saunabesuch. Aber irgendwie hält keiner durch. Dann halt nicht. So. Dann habe ich gesehen, da war noch ein Turnier. Ein Schwertkampfturnier, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Ultra-Schwertkunstturnier. Empfohlen ist Level 40 oder höher. Am ersten wahrscheinlich sogar noch Balthus dann, ne? Weil die anderen haben halt keine Verteidigung dafür. Und Balthus Verteidigung müsste ja eigentlich mit 25 voll in Ordnung sein. Überlege. Probieren wir es mal aus. Nun. Vielleicht lasse ich das. Wenn ich mir das so mal anschaue. Mal gucken, wie weit wir kommen. Nicht weit. Never mind. Er wollte nicht verlieren. Smells like a bro. Genau das. Ich überlege gerade sogar, mich nicht zu heilen. Hätte ich 1 KP mehr, wäre das schon besser gewesen, weil so greife ich einmal an. Dann sie zweimal. Dann wieder ich. Wenn ich einmal verfehle, bin ich tot. Die Sache ist, wenn ich jetzt aber mich heile,
macht sie doppelt so viel Schaden. Das ist 10 mal 2. Und ich habe, glaube ich, maximal 60 KP so in einem Dreh. Das heißt, ich falle da eh wieder auf 20 KP runter und habe für den nächsten Kampf da eh kaum noch KP. Komm, probieren wir es. Nice. Fresh out of luck. Die macht guten Schaden, wenn ich mich jetzt gleich einmal heile. Aber ich mache 28 mal 2. Nee, ich habe mich aber auf jeden Fall jetzt einmal. Ja, 22 mal 2 ist auch immer noch voll in Ordnung. Let's go. Nice. Das hat echt gut funktioniert. Ich hatte aber auch echt viel Glück. Gerade der eine Crit an der einen Stelle. Der eine Crit hat eigentlich alles geregelt. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. So, schauen wir hier mal noch mal kurz, ob da in der Richtung, da ist auch noch jemand. Dann gehen wir hier einmal erstmal rum. Ja, Baldus war richtig hart am Ballern. Aber anscheinend auch die richtige Idee, da nicht zu heilen, sondern einfach auf volles Risiko gehen. Then Claude will be the king of Fodlan, and maybe he'll tear down the wall that separates Fodlan from the outside world. Vielleicht. I know it's hard to imagine, but I really hope he does. It would be so much better if people could live together instead of apart. I might even be able to live an ordinary life in the world Claude envisions. Jo. Oh. Okay, wir nehmen die Katze. Resvelgion. Nimm meinen Fisch. Oder eher, nimm meinen Krebs. Was? Du hast keinen Hunger mehr? Was? Da muss ich leider Ordelia Mani nehmen. Danke für den Schwarzhandstahl. Right. That Nardell guy, or Nader, I suppose. It was all some trick, and we fell for it. I don't think the nickname The Undefeated applies if he flees from us. Though, maybe he only got that name by running away. Can't be defeated if you run off, right? Warum sind die Punkte für Fire Emblem ausgeschaltet? Weil ich vergessen habe, sie anzuschalten. Ganz einfache Antwort. So, jetzt könnt ihr sie auch gerne wieder einlösen, falls ihr da irgendwie irgendwas Bock habt. Came and went all the time, but the people behind the scenes would stay forever. I'll bet I'd know a few of them now, even after all these years. I wonder if they've left the capital. I certainly hope so. Nani? Der Alert hat funktioniert, was? Ich glaube, dieses Nani, was ich da reingetan habe, ist einfach so perfekt, weil ich mich jedes Mal genauso sehr wundere, dass der funktioniert. Aber okay, Tea Time mit Marianne it is. Nichts Interessantes. Irgendwie was Cooles. Nehmen wir die Südfodland-Samen und packen nochmal ein bisschen Pflege drauf. Ich würde sagen, dann machen wir eben noch die Tea Time mit Marianne und machen danach ein kurzes Päuschen. So, möchtest du Tee? Was? Sie will nicht! No! Okay. Die Night bei Marianne. Robosa, möchtest du stattdessen jemand anderen haben? Statt Marianne, weil anscheinend will sie ja nicht. Nader the Undefeated. With a name like that, he's bound to put up a damn good fight. Did you get a good look at Judith? She practically had hearts floating out of her eyeballs when she looked at Nader.
Sie ist bestimmt verliebt. You saw it too? I know that look well. She's got it bad. Honestly, they'd make a cute couple. It makes all the sense. Even seasoned warriors aren't immune to love, pal. Es hat schon wieder funktioniert. Was ist los heute? Der Alert funktioniert. In 2 von 2 Fällen. Was? Ich bin irritiert. Hatten wir Hilda schon gesehen irgendwo? Ich glaube noch nicht, ne? Das heißt mit Hilda Tee und Hilda und Claude essen. Just recently, the fish in the pond suddenly started thrashing around like mad. I didn't know what was going on. And then I saw something gleaming in the southeastern sky. It happened right when you were out on campaign. I wonder what it could have been. Mein Kanalpunkt-Alert hat gerade in 2 von 2 Fällen funktioniert. Ich war genauso Nani, wie der Alert Nani war. We're heading up to Embar next. I hope I make it back safe so I can tell my little sis about it. I hear they got a neat opera house there, where Manuela used to perform. What was it called again? Die Mittelfrank-Opernkompanie. Ah, that's the one. My little sis always goes on about how much she'd like to see him perform. I know we can't see a show, but do you think we could at least see the building? Die Sache ist, Svenja und ich nutzen ja 2 komplett verschiedene Alerts für Kanalpunkte. Ich nutze halt den von Stream Elements. Da, wo halt unsere sonstigen Alerts auch machen. Und Sven hat irgendwie, glaube ich, einen Twitch-eigenen. Und sie hat halt einen eigenen, weil der von Stream Elements nie funktioniert hat. Und jetzt tut das plötzlich. Also... ich habe keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Momentchen Pause. Dann kann ich auch noch mal kurz auf Toilette und dann erkunden wir noch ein bisschen weiter. Von daher, bis gleich. Ich suche mir nur mal eben schnell... Ja doch, ich glaube, ich habe ein gutes Lied. Bis